Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu ganz besonderen Zeiten. Und über deinen Kopf ist vielleicht wie bei vielen anderen Menschen derzeit auch ein ganz großes Fragezeichen und du fragst dich, oh Gott, was passiert hier gerade? Angst, Panik, Hamstereinkäufe und das Unwissen, warum überhaupt und wieso, wird bei den Menschen immer mehr und mehr. Und ich mag dich in diesem Video gar nicht damit belasten, mit irgendeiner Verschwörungstheorie, mit irgendeiner Meinung zu diesem Ganzen, weil ich glaube, da gibt es bereits zu viel. Und das, was ich möchte, ist, ich möchte dich nicht noch mehr verunsichern, als wie das, was du vielleicht schon bereits bist, sondern ich möchte dir hier in diesem Video mehrere Möglichkeiten der Lösung geben, was du für dich tun kannst. Einmal bei Angst, denn viele von uns haben gerade Angst oder fühlen sich zumindest unsicher, weil du nicht genau weißt, was passiert. Und zum Zweiten mag ich dir ein paar Handwerkzeuge geben, die du selbst für dich einsetzen kannst. Und diese Werkzeuge funktionieren seit Hunderten und seit Tausenden von Jahren und können dein Immunsystem aktivieren. Und damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Tom-Peter Riedorf. Ich arbeite inzwischen seit 20 Jahren sehr intensiv gemeinsam mit der Schulmedizin in der Informationsmedizin und im spirituellen Heilen. Für mich ist eine Verknüpfung von allen Medizinsystemen die einzige richtige Alternative, die wir in unserer modernen Zeit haben, denn auch bei dir dürfte es inzwischen angekommen sein, wir Menschen sind weit mehr als nur ein physischer Körper, sondern bestehen auch aus vielen feinstofflichen Körpern. Ich will hier gar nicht esoterisch werden, ich will hier auch nicht spirituell werden, sondern dir echte Handwerkzeuge an die Hand geben, mit denen du sehr, sehr schnell für dich in deinem Körperempfinden überprüfen kannst, ob sie bei dir wirken oder ob sie bei dir nicht wirken. Letztendlich braucht es genau in solchen herausfordernden Zeiten, die wir haben, etwas, was du für dich tun kannst und etwas, das du für deine Gesundheit und nicht gegen eine Krankheit oder gegen einen Feind von außen machst. Und ich will dir jetzt ein paar Punkte vorstellen, die kommen aus Japan, aus dem 18. Jahrhundert und sie sind allgemein bekannt als japanisches Heilströmen. Ich habe selbst eine Heilmethode entwickelt, die heißt Kahi und bilde da auch Kahi Life Coaches aus, also Menschen, die andere Menschen begleiten, wenn es um Schwierigkeiten innerhalb der Familie, der Partnerschaft, des Berufs, der finanziellen Möglichkeiten, der eigenen Persönlichkeit und last but not least der physischen und psychischen Gesundheit geht. In unseren Ausbildungen sind diese Punkte mit Bestandteil in einer leicht modifizierten Variante, die du so für dich jetzt erstmal nicht anwenden kannst. Daher für dich exakt so, wie es im japanischen Heilströmen von der Mary Burmeister von Japan auch nach Europa gebracht worden ist. Es geht in der Basis um 4 Punkte, die für dich wertvoll sind. Und das sind im japanischen Heilströmen, heißen die Kraftpunkte oder Krafttore, die werden unterschiedlich bezeichnet. Es geht um das Tor 3, 15, 23 und 25. Die müssen dir erstmal jetzt nichts sagen von der Bedeutung. Du findest zu diesem Video einen Link. Bei diesem Link hast du nochmal ein ganz kleines Workbook mit dabei, in dem die Punkte sehr, sehr genau beschrieben sind mit der Lage und für was diese Punkte da sind. Aber in erster Linie sind diese 4 Punkte zuständig für dein Immunsystem, um es zu stärken. Und der erste Punkt ist der bedeutendste. Er gilt im japanischen Heilströmen als auch der Punkt für ein natürliches Antibiotikum. Und das ist der Punkt 3 und der liegt auf der Rückseite bei dir auf deiner Schulterblattspitze oben. Und gemeinsam mit einem zweiten Punkt, dem Punkt 25, das eine Energiequelle, eine Kraftquelle ist,
aktiviert dieser Punkt deine Selbstheilungskräfte und baut Entzündungswerte ab. Du kannst dir vorstellen, dass dies nicht innerhalb von 30 Sekunden funktioniert. Daher werden die Punkte idealerfalls bis zu 20 Minuten gehalten. Und das ist sehr einfach. Du nimmst deine linke Hand und legst deine linke Hand über deine rechte Schulter. Und dort, wo jetzt deine linke Hand liegt, wenn du deinen rechten Arm bewegst, spürst du hier dein Schulterblatt und die obere Kante deines Schulterblatts hier. Und das ist genau die Kante, die du brauchst. Du musst jetzt nicht auf den Zentimeter genau sein, sondern du legst deine ganze Hand hier an diese Kante. Und deine rechte Hand legst du unter deine Pobacke und greifst ein bisschen nach oben, dann spürst du auch dein Sitzbeinhöcker auf der Unterseite deines Kreuzbeins und Becken und hier ist der Punkt 25. Und beide zusammen hältst du im Stehen, im Sitzen, im Liegen, so wie es für dich angenehm ist, für 15 bis idealerweise 20 Minuten. Ein natürliches Antibiotikum, das nicht nur bei Entzündungen hilft, sondern auch bei Infektionskrankheiten und da ein richtiger Quell des Lebens ist. Der zweite Punkt ist der Punkt 15 und den nimmst du hier in deiner Leiste befindet sich dieser Punkt. Du hältst weiterhin dein Schulterblatt und gehst mit der anderen Hand in deine Leiste und auch die beiden Punkte hältst du gemeinsam für 15 bis 20 Minuten. Damit hast du dein Immunsystem richtig gut aktiviert. Es gibt noch eine Kurzvariante zu diesen beiden Punkten und die eine Kurzvariante ist dein hawaiianischer Glücksgrußfinger und das ist der Mittelfinger. Den Mittelfinger halten mit der gesamten Hand, einmal auf der rechten Seite, auf der linken Seite, wechselweise, so wie es für dich passt, immer wieder zwischendrin. Das würde die Punkte auch mit aktivieren. Es ist die Verbindung zwischen dem ersten Bereich, den wir gehalten haben, dem Punkt an der Schulterblattspitze und mit deinem Sitzbeinhöcker. Und wenn du die andere Variante willst, dann ist es dein kleiner Finger halten, der verbindet die beiden Bereiche. Stärker ist es in der direkten Verbindung, aber zwischendrin hast du immer Zeit, deine Finger einfach in die Hand zu nehmen und auch da halten. Man spricht dabei von Strömen. Es strömt Energie durch deinen Körper und probier's aus. Du fühlst dich in der Regel fitter. Jetzt noch ein Finger für die Angst und dieser Finger ist dein Zeigefinger und wenn du Angst spürst, Hoffnungslosigkeit, dass dir all diese Meldungen gerade wieder zu viel werden und du wirklich nicht weißt, wie es jetzt weitergehen soll und was du vielleicht auch mit deiner zusätzlichen Zeit anfangen sollst, dann nimm deinen Zeigefinger und halt auch deinen Zeigefinger und bleib einfach für einen Moment ganz bei dir. Lenk dich nicht anderweitig ab. Bei all diesen Übungen solltest du jetzt nicht unbedingt Radio hören, Fernseh schauen oder parallel im Internet surfen, sondern gönn dir eine bewusste Auszeit zur Innenschau und zur Beobachtung deines wundervollen Organismus, der letztendlich immer nur aus sich selbst heraus heilen kann, egal welche Unterstützung das du auch von außen kriegst. Kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Heiler oder Energetiker kann dich heilen. Heilung findet immer in dir statt. Alle helfen dir letztendlich auf ihren Methoden zu heilen. Doch auch du bist natürlich in der Verantwortung, dich selbst zu unterstützen. Und hier hast du Werkzeuge, dies auch zu tun. Andere Werkzeuge, um dein Immunsystem zu aktivieren, kannst du ganz, ganz einfach
machen, weil es gibt ein paar Meridiane und Meridiane haben ihre Notfallpunkte, werden die bezeichnet. Es sind die Punkte, in die wir am schnellsten einen Meridian aktivieren können. Und diese Notfallpunkte sind an den Nagelfalzen unserer Hände und unserer Füße. Nagelfalz heißt immer links und rechts. Am Nagelbett sind diese Meridianpunkte. Und auch hier spielt der hawaiianische Glücksgrußfinger wieder eine große Bedeutung, denn das ist der Finger, auf dem zum kleinen Finger hin gezeigt der Allergiemeridian läuft und zum Zeigefinger hin der Kreislaufmeridian. Beide Meridiane sind wichtig für ein stabiles Immunsystem. Und was du da jetzt machen kannst, ist neben den Halten des Mittelfingers, das machst du eh schon, nimm dir aus deiner Küchenschublade, und ich denke mal, da sind sie zumindest bei uns zu Hause, 1 oder 2 Gummiringchen und wickel die einmal um deinen Finger, damit deine Gummiringe um deinen hawaiianischen Glücksgrußfinger gewickelt sind, und dann roll die einfach so über das obere Fingerglied deines Fingers. Und ich komme ein bisschen näher, damit du das auch einigermaßen gut sehen kannst. Also hier einfach drüber rollen. Wenn du auf irgendeiner Messe schon mal bekommen hast, dort werden sie oft verkauft, so Stahlringchen, die so zusammengeflochten sind, dann kannst du auch die verwenden. Also der Meridian auch ganz besonders wichtig für dich zum Aktivieren. Eine weitere Unterstützung für dich, dass du vielleicht generell in dein Leben, in deinen Alltag integrierst, ist immer mal wieder dich für 3 Minuten aus deinem Alltag rauszuholen und ganz bewusst zu atmen. Ganz bewusst zu atmen, auch hier eine ganz, ganz einfache Technik. Ich bezeichne sie die 8+3 Technik und ich denke mal, die bekommst du hin. Das heißt für dich 8 Sekunden lang einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Sekunden die Luft anhalten. 1, 2, 3 und 8 Sekunden wieder ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Sekunden die Luft anhalten. 1, 2, 3 und wieder 8 Sekunden einatmen und das Ganze für 3 Minuten. Das beruhigt deinen gesamten Organismus, lässt dich aus Panik und Angst auch relativ schnell wieder aussteigen und du bist wieder ganz bei dir und auch dadurch wird dein Immunsystem ein wenig nach oben gefahren. Ein weiterer Tipp, gerade in der jetzigen Zeit, betreib Gedankenhygiene. Du wirst im Moment aus allen Richtungen mit irgendwelchen Vermutungen, Verschwörungstheorien, mit irgendwelchen Horrorszenarien permanent beschallt. Bitte nimm das, was für dich jetzt in diesem Moment wichtig ist. Wenn es dir jetzt in diesem Moment gut geht, dann ist alles in Ordnung, dann für das Leben so, wie es dir im Moment geht. Das heißt nicht, du sollst dir keine Gedanken machen, was du tust, wenn etwas passiert, aber nicht übermäßig Gedanken. Du musst jetzt nicht permanent in Worst-Case-Szenario leben, sondern für dich einfach abklären, wo gehe ich hin, wenn was ist, wo ist mein nächstes Krankenhaus, habe ich irgendwelche Freunde, die mich unterstützen können, und ansonsten tu etwas dafür, dass du gesund bleibst. Trink viel frisches Wasser, versorg dich gut mit Vitaminen, insbesondere Vitamin C, Vitamin D, Omega-3 Fettsäuren, Selen, Zink und Magnesium. Das sind die Elemente, die du jetzt in dieser Zeit brauchst, und achte darauf, dass du auch da auf gute Qualität schaust, unterstützt dich, gesund zu bleiben und da
gehört Hygiene hier oben auch mit dazu. Wenn du sagst, wow, cool, danke, tolle Informationen und wo finde ich jemanden, mit dem ich mich vielleicht direkt austauschen kann? Ich hatte dir gesagt, ich bilde seit 19 Jahren Menschen aus. Ich habe über 4000 Menschen ausgebildet als KAHI Life Coach. Wir arbeiten in 4 Ländern, Österreich, Deutschland, Schweiz und Ungarn, und viele, viele weitere KAHI Life Coaches gibt es in anderen Ländern überall auf der Welt. Und gerne bist du eingeladen. Schau auf unsere Internetseite. Dort findest du Kontakt zu KAHI Life Coaches, die dir in dieser schweren Stunde durchaus eine Hilfe sein können, eine Begleitung sein können. Sowohl als Gesprächspartner wie auch für dich austesten, was ist gerade für dich gut, was brauchst du, wie kommst du weiter, und sie haben die richtigen Werkzeuge in der Hand, dich wieder in einen Rhythmus, in einen Einklang mit deinen Mikroorganismen, Viren, Pilze, Bakterien und dein Makrokosmos, dem gesamten Universum, in Verbindung zu setzen, so dass du auch über so schwere Zeiten ganz leicht und gesund drüber hinwegkommst. Und ich freue mich wirklich, wenn ich dir ein bisschen mit diesem Video Mut machen konnte und es dich weiterbringt. Ganz am Schluss die wertvollste Formel noch für dich, damit es auch klappt und damit dieser Video für dich auch tatsächlich eine Hilfe ist. Es ist ein Wort mit 3 Buchstaben und es ist ein essentielles Wort. Und es ist das Wort, das den Erfolg bei dir letztendlich garantiert. Und dieses Wort ist T-U-N, tun. Alle diese Tipps sind ganz toll und sie funktionieren. Sie funktionieren seit 1400 Jahren und haben Hunderttausenden oder Millionen von Menschen schon geholfen. Doch alle, die Hilfe davon bekommen haben, haben eins gemacht: Sie haben es umgesetzt, und nicht nur einmal, sehr viele Male, und dann hilft es auch. Also, komm ins Tun, und vielleicht bist du ja auch beschenkt worden vom Universum und hast jetzt im Moment in dieser schweren Zeit mehr Zeit für dich, für deine Familie, als du vorher hattest. Nutz auch diese Zeit zur Innenschau und zur Reflexion deines Lebens. Vielleicht ist es ein guter Punkt, auch in deinem Leben etwas zu verändern. Und ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinen Lebensweg und freue mich, wenn wir uns irgendwo begegnen und ja, wir uns dann vielleicht live sehen und dann auch wieder ohne Angst im Hintergrund umarmen können. Darauf freue ich mich am meisten. Bis dahin, dein Tom-Peter Rithoff.